habe heute mal ein Make-up-Tutorial für euch und zwar von dem Make-up, das ich in den letzten Videos getragen habe. Und ihr werdet merken, das Ganze ist sehr Catrice-lastig, aber das liegt daran, dass ich Catrice im Moment voll für mich entdeckt habe. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bye! Die genauen Schminksachen, die stelle ich euch später nochmal vor. Und fast alle meine Pinsel sind von Evelyn. Damit euch die Haare nicht im Weg sind, macht ihr sie am besten einfach irgendwie zurück. Dann habe ich die BB Allround Foundation genommen und habe die in meinem ganzen Gesicht verteilt. Die sieht am Anfang irgendwie ein bisschen wie Make-up aus, aber eigentlich ist die nur ganz, ganz sanft. Also eine ganz leichte Deckung. Und die muss gut verteilt werden und muss gut am Hals verblendet werden. Dann habe ich die Catrice Camouflage Cream genommen und habe mir die als Concealer einfach auf die Rötungen gemacht. Bei mir ist es am Kinn und an der Nase vor allem. Dann habe ich meinen Liebling, die Allround Concealer Palette von Catrice genommen. Bin erst in die helle Farbe gegangen und habe dann sozusagen die Farbe als Primer genommen für den Lidschatten später. Dann bin ich in die rote Farbe gegangen, die ist extra für die Augenringe da. Dann nehme ich das kleine bisschen, was noch übrig ist von der Hautfarbe, habe es auch nochmal auf die Augenringe getan. Dann habe ich das Synergen Kompaktpuder genommen. Ich benutze nicht viel Puder, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ob das gut oder schlecht ist. Von der Simone habe ich einen richtig coolen Labello bekommen, aber ihr könnt natürlich einfach eure Lieblingspflege nehmen. Ich habe jetzt einfach einen Lidschatten genommen, aber wenn ihr habt, könnt ihr einfach zum Augenbrauen ausfüllen. Ich mag das im Moment einfach lieber, wenn ich dunklere Augenbrauen habe und die nicht so blond sind. Dann habe ich ein Augenbrauen-Mascara genommen, einfach nur, um die Augenbrauen in Form zu halten. Jetzt zu meiner momentanen Lieblingspalette. Und zwar nehmt ihr euch erst die hellste Farbe zum Highlighten, und zwar unter den Augenbrauen und dem Augeninnenwinkel. Dann nehmt ihr euch die zweitdunkelste Farbe und verteilt die mittig bis außen hin auf dem ganzen Lid, aber verstärkt außen. Und das macht ihr, indem ihr teilweise tupft, ein bisschen wischt, aber nicht so feste. Das habe ich dann immer mit meinen Fingern ein bisschen verblendet. Und ja, daneben hängt irgendwo ein Pinselhaar und ich habe es nicht gemerkt. Also für den kleinen Farbtupfer nehmt ihr euch dann die rote Farbe oder Pink und gebt die ganz leicht in die Lidfalte. Ich habe jetzt nur ganz, ganz wenig genommen, eigentlich fällt es kaum auf. Das macht den Ton eigentlich nur ein bisschen bronzefarbener. Dann nehmt ihr euch die ganz dunkle Farbe. Macht euch ordentlich was drauf, weil das wird gleich verblendet. Und in wischenden Bewegungen macht ihr das genau in die Lidfalte. Und zeichnet sozusagen ein V. Und verblendet es mit eurem Ringfinger. Dann nehmt ihr euch nochmal eine Portion von der dunklen Farbe und diesmal verwischt ihr nicht ganz so viel. Und ihr gebt es auch wirklich nur verstärkt im Außenwinkel auf. Die dunkle Farbe habe ich auch unten für den Wimpernkranz genommen. Aber auch nicht viel und habe es ganz sanft verwischt mit den Händen. Ich habe nochmal den Highlighter einfach ein bisschen nachgefahren danach.
Ich habe jetzt meinen wasserfesten Eyeliner benutzt. Der Eyeliner wollte an diesem Tag nicht mit mir und deswegen habe ich es jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf gemacht. Es wollte einfach nicht klappen. Dann nehmt ihr euch eure Lieblingswimperntusche, im Moment ist es die Giant Waterproof Mascara, und gebt die einfach auf euren Wimpern auf. Jetzt kommt der Trick, denn bei mir werden alle Farben genutzt. Und zwar die dunkle Farbe, die ich nicht als Abdeckung benutzen kann, nehme ich einfach als Rouge. Und somit kann ich einfach ein bisschen schattieren im Gesicht. Ich habe aber noch zusätzlich einfach normales Rouge genommen. Aber auch echt nicht viel. Jetzt zu meinem Lieblingslippenstift. Das ist der von der Heidi Edition. Den gebt ihr einfach drauf. Haare auf. Und los geht's. Also ich finde diese Version sehr, sehr schön für Abi-Bälle oder ähnliches. Und lasst mir gerne einen Kommentar da, wie euch dieser Look gefallen hat. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn das so war. Und ansonsten könnt ihr mich hier abonnieren. Hier könnt ihr mein letztes Do-it-yourself-Video angucken und hier könnt ihr mein letztes Frisuren-Video angucken. Bis dahin, viel Spaß!